Nach mehr als 2 Jahren Entwicklungszeit und sehr langem Warten haben wir heute die SIP Pordoi-Felge für die Vespa GTS bekommen. Und was das Ding so kann, zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir mit einem Produkt in Serienfertigung gehen, steht bei uns immer die Produktidee am Anfang. Wir bei SIP setzen uns dann hier in den Kreativraum zusammen und überlegen uns, was gibt es auf dem Markt und was gibt es nicht auf dem Markt. Wir überlegen uns für das entsprechende Produkt spezielle Designvorschläge und auch welche Features das Produkt haben muss. Hier im Hintergrund sieht man einen Designvorschlag der SIP Pordoi-Felge und auch wie wir im Ganzen designen. Es ist wichtig, dass sich ein Produkt, wie man es hier schon sieht, nicht nur einzeln gut ins Fahrzeug einpasst, sondern das Gesamtbild muss stimmen. Wenn wir uns im Team dann mal einig sind, wie das Produkt im Finish aussehen soll und welche Features es final mitbringen muss, wird das Ganze im CAD-Programm fertig konstruiert. Und dann bekommen wir nach einer gewissen Zeit einen Prototypen. Der kann entweder aus CNC gefräst sein, aus Aluminium, oder wie hier ein aktuelles Entwicklungsprodukt in einem 3D-Druck. Die SIP Pordoi-Felge ist in einer 12 Zoll wie auch in einer 13 Zoll Variante erhältlich. Die optischen Features finden sich vor allem im Design. Wenn man genau hinschaut, ist ganz markant das Felgenbett, was sich hervorhebt, wie auch die rechteckigen Ausschnitte. Wir haben hier bewusst ein Design genommen, welches so noch nicht auf dem Markt war. Unsere 12 Zoll Speichenfelgen sind sehr schön, wirken aber auch sehr klassisch. Dieses Design ist eher futuristisch anzusehen, aber mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Bin auch einer der ersten, die diese Felge über einen längeren Zeitraum gefahren sind. Die 12 Zoll wie auch die 13 Zoll Variante lassen sich bei Vespa GTS Modellen vorne wie auch hinten verbauen. Die 13 Zoll Modelle auch bei einer Piaggio MP3 oder die 12 Zoll Felge bei einer Gilera Foco. Für vorne benötigt man kein zusätzliches Montagematerial. Für hinten benötigt man diese spezielle Zentrierbuchse und für ABS-Modelle unser Montagekit für ABS-Modelle. Hauptfeature der 12 und 13 Zoll Felge, vor allem bei der 13 Zoll Felge, ist die eintragungsfreie Verwendung. Die Felgen können Plug and Play verbaut werden, was es bis dato auf dem Markt nicht so gab. Auch in unterschiedlichsten Reifenvariationen. Hinten lassen sich durch diese breitere Felge ganz locker und easy 140er Reifen verbauen. Für die 12 Zoll Felge ist hinten maximal 140/70/12 möglich und bei der 13 Zoll Felge 140/60/13 Reifen. Die Farbvariationen reichen von einfacher Farbe, einfarbiger Ausführung bis hin zu einfarbiger Ausführung überfräst, wie auch mit Farbapplikationen. Hier möchte ich hervorheben, dass vor allem das Gelb an das Gelb der Supertech angelehnt ist. Wir reden ja immer von eintragungsfreier Verwendung der Felgen. Doch was bedeutet ABE wirklich? ABE ist die Abkürzung für allgemeine Betriebserlaubnis. Die Firma SIP Scooter Shop ist seit 2014 offizieller Hersteller gegenüber dem Kraftfahrtbundesamt und unter Voraussetzungen und mit Erfüllung bestimmter Kriterien und Prüfungen erlaubt uns diese Verifizierung die Herausgabe von Produkten mit einer Homologation. Die 12 wie auch die 13 Zoll Felge entsprechen der ETRTO Felgennorm und intern sind wir auch im Zugzwang, und das ist auch unser eigener Anspruch, diese Felgen bei jeder Lieferung zu prüfen. Wir prüfen nicht 100% der angelieferten Charge, sondern im ersten Moment nur eine gewisse Prozentzahl der angelieferten Felgen. Wir können prüfen die Maße. Die Konstruktionsmaße werden bei uns auf Richtigkeit geprüft, dann wird eine Verbauprüfung gemacht, wir gehen in eine Montageprüfung wie auch in einen Fahrtest. Ein Teil der angelieferten Felgen wird extern in ein Labor geschickt, wo dann
Umlaufbiegeprüfung wie auch Materialprüfung vorgenommen wird. Dies garantiert euch eine sichere Verwendung im Straßenverkehr. Ich war ja wirklich einer der Ersten, die diese Felge in der Prototypausführung lange Zeit fahren konnte. Ich war auf Pässen unterwegs, ich war mit der Felge in Korsika unterwegs und muss sagen, dass ich neben dem Design auch vom Fahrverhalten her unglaublich begeistert bin. Fahrverhalten kann man, glaube ich, im Vergleich zu anderen Felgen nicht so beurteilen. Ich kann aber hervorheben, dass wir hier wirklich in einen Belastungstest reingegangen sind mit einem Zwei-Mann-Betrieb. Wir haben die Felgen über Bordsteinkanten gejagt und mir persönlich gefällt die Felge sehr gut, weil sie das alles ausgehalten hat. Ich hoffe, euch gefällt die Felge auch. Geht in den Shop, bestellt sie, fahrt sie, habt Spaß damit.